Hallo zusammen, wir quilten den Bambusblock, wir verstecken unschöne Punkte mit Origami-Elementen in unserem Bambusblock. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Alle Angaben zum Quilt und Bezugsadressen findet ihr verlinkt unter diesem Video. Das erste, das wir bei diesem Quilt quilten, sind unsere Bambusblätter, denn diese ziehen sich über den ganzen Quilt. Und wenn wir diese Bambusblätter einmal gequiltet haben, haben wir unseren ganzen Quilt gesichert. Und den Tropenhaus-Quilt kann ich mit meinem Lieblingsgarn quilten, mit Fabulux von Wonderfill. Das ist ein Polyestergarn, dem man sehr gute Eigenschaften mitgegeben hat. Das gibt es Uni, das gibt es als Neon und ich habe das jetzt hier als Mehrfarbengarn genommen, weil ich finde, da passt das sehr, sehr schön zu meinem Tropenhaus-Quilt. Fabulux hat eine 40er Garnstärke, aber das wirklich Besondere an dem Garn ist dieser Glanz und der kommt zustande, weil der Faden nicht rund ist. Der Faden ist dreieckig aufgebaut, er hat einen dreieckigen Querschnitt und dadurch haben wir sehr, sehr viele Reflektiermöglichkeiten. Und die, finde ich, kommen im Quilt gerade so heraus, dass es leuchtet, aber dass es noch nicht kitschig wirkt. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, weil wir in unserem Quilt aber sehr viele Applikationen mit verarbeiten, finde ich die 40er Garnstärke, da wo richtig viele Stofflagen zusammenkommen, für Fadenmaschine und Quilt ziemlich herausfordernd. Also habe ich einen Unterfaden genommen, der wirklich sehr, sehr dünn ist. Und das ist Deco-Bob von Wonderfill. Der hat eine 80er Stärke und den kriegt meine Kamera schon kaum noch dargestellt. Ach, wir sehen den Schatten. Schaut mal, wir sehen den Schatten. Oder ist es der Faden? Da, jetzt kommt er. Der ist nur halb so dünn wie mein Fabulux-Garn. Hier sieht man schön, wie das immer unterschiedlich reflektiert. Ja, und Garn und Quilt bringen wir jetzt mal zusammen. Unsere Bambusblätter möchten wir mit einem Lineal quilten. Später wird dieser Quilt floral gequiltet und diese gerade Linie steht dann in einem angenehmen Gegensatz. Wir möchten auch, wie wir das hier schon einmal sehen, in der Mitte unsere einzelnen Elemente aufsetzen. Aber unsere Quiltlinien sollen in diese Mitte hinein verschwinden. Das heißt, das erste, was ich hier auch schon gemacht habe, ist, wir quilten von der Mitte. Wir holen den Unterfaden hoch, wir haben unseren Transporteur versenkt, wir haben die Stichlänge auf 0 gestellt. Warum? Unter diesem Video verlinke ich euch ein Video, wo all das erklärt wird. Aber hier vernähen wir jetzt dreimal auf der Stelle. Unsere Nadel bleibt im Stoff. Wir legen unser Lineal an der Außenkante unseres Bambusblattes an, sichern unseren Quilt und wir quilten einmal am Lineal entlang. Bis unser Füßchen auf beide Außenkanten trifft. Wenn wir das haben, legen wir unser Lineal auf die andere Seite, sodass es wieder abschließt und wir quilten wieder zurück. Wir wandern zur nächsten Seite hoch. Und wir quilten wieder zurück. Vernähen dreimal auf der Stelle. Wir holen den Unterfaden hoch, schneiden das Ganze ab und wir wandern weiter zur nächsten Stelle. Wir brauchen unseren Quilt kaum drehen, wir können in jede Richtung unsere geraden Linien arbeiten. Wenn das Ganze abhaut,
stört es uns entweder nicht oder wir korrigieren. Und wir quilten erneut zurück. Ups, das ging daneben. Aber das stört uns nicht. Wir quilten erneut weiter. Wenn wir an ganz kräftige Stellen kommen, die sich nicht nähen lassen wollen, arbeiten wir die einfach von Hand. Es gibt Richtungen, die liegen uns mehr und es gibt Richtungen, die liegen uns weniger. Mit der Zeit wird aber an jeder Linie das Ergebnis ähnlich gut werden. Die Linien müssen nicht unbedingt gerade sein. Da wir die gequilteten Linien im Abstand zur Naht quilten, entsteht ein Echo zur Naht. Der Bambusblock wird dadurch hervorgehoben. Es ist eine gute Gelegenheit, das Quilten von geraden Linien zu lernen. Sollte unser Lineal verrutschen, ist das kein Problem. Wir quilten einfach weiter. Der Bambusblock wird positiv herausgehoben, unabhängig, ob unsere gequiltete Linie gerade oder krumm und schief ist. Wir können die Linien auch ohne Lineal gerade quilten. Im Tropenhaus-Quilt haben wir die Möglichkeit, einfach einmal alle Methoden auszuprobieren. Der Bambus verteilt sich über den ganzen Quilt und das Motiv wird durch andere Blöcke und Applikationen immer wieder unterbrochen. Unterschiedlich gequiltete gerade Linien lassen den Bambus lebendig wirken. Unsere Origami-Applikation lockert das Bild zusätzlich auf. Wenn wir alle inneren Bambusblätter gequiltet haben, dann setzen wir unser Mittelstück auf. Wir haben bereits den Kreis gequiltet, wir haben die Seiten grob gequiltet und das Ganze stecken wir nun einmal fest. Wir setzen die Mitte auf, unsere Sterne bilden die Verlängerung unserer Bambusblätter und unsere Zacken wandern genau mit der Naht überein und das Ganze stecken wir einmal fest. Unsere Seiten sehen noch nicht so schön aus, hier unsere Spitzen, aber das ist egal, denn wir sind ja noch nicht fertig. Die dürfen jetzt so aussehen. Jetzt darf das erstmal nicht hin und her wandern und wir möchten die Spitzen gesichert haben. So schaut das aus und das schieben wir einmal unter unsere Maschine. Und hier möchten wir nun von der Mitte aus zum Rand zickzack quilten. Wir möchten über die schon gequiltete Naht quilten. Meine hier eingestellte Stichweite war 2,5. Ich möchte das etwas gröber haben, damit mein neuer Stich komplett über diese 2,5 hinaus wandert. Also wähle ich Stichweite 3. Meine Stichlänge steht auf 0, mein Transporteur ist versenkt und meinen Unterfaden, den hole ich nun einmal nach oben. Und ich senke mein Füßchen ab. Ui. Jetzt quilten wir langsam unsere Pfeilspitze entlang. Beim Quilten unseres Sterns machen wir es uns ganz einfach. Wir setzen an der schon gequilteten Mittellinie an und wir quilten mit einem Zickzackstich über unsere Mitte bis nach außen. Dabei achten wir darauf, dass unser Zickzackstrich weiter ist als unsere schon vorgesetzte Nahtlinie. Wenn wir die erste Seite gequiltet haben, setzen wir zur anderen Seite vom Kreis über, starten neu und quilten die zweite Seite. Wenn diese gequiltet ist, drehen wir unseren Quilt um 180 Grad und wiederholen das Ganze bei den zweiten Zacken. Und hier haben wir jetzt den Hauptgrund für meine Garnkombination. Wir haben den dreilagigen Quilt. Wir haben die Applikation, die, weil Origami aus vielen Stofflagen besteht. Und wir möchten darüber quilten mit einer sehr starken, kräftigen Optik. Das heißt, das Ganze wird so viel Material, dass wir aufpassen müssen, dass uns hier nicht der Faden reißt, dass sich nichts verschlingt und dass wir noch eine schöne, gleichmäßige Linie quilten können.
Und nun können wir ganz ohne Probleme unsere Origami-Elemente auf unsere Bambuselemente setzen und jede schief gewordene Stelle ganz wunderbar verstecken. Das Ganze wird am Ende also immer professionell aussehen. Hey! Jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter patchen und quilten und vielen Dank fürs Zuschauen.